Der neue Story-Modus des brandneuen DJI Osmo Pocket schneidet euch richtig coole Videoclips mit Musik und coolen Effekten innerhalb von wenigen Sekunden zusammen. Willkommen auf drohnen.de. In dieser zweiten Folge über den DJI Osmo Pocket wollen wir euch den neuen Story-Modus vorstellen, der es ermöglicht, innerhalb von wenigen Sekunden, zum Beispiel im Urlaub oder irgendwo auf Ausflügen oder wo auch immer, richtig coole Videoclips zusammenzuschneiden. Das innerhalb von wenigen Sekunden mit Musik hintermalt, mit coolen Effekten drin. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. In unserem ersten Video haben wir euch den DJI Osmo Pocket ja bereits im Detail mit allen Features, Funktionen und Daten, Fakten vorgestellt. Wenn ihr nochmal allgemein was über den DJI Osmo Pocket, also über den mega kleinen Handheld-Gimbal von DJI erfahren wollt, da verlinke ich euch hier nochmal das große erste Video. Da habt ihr nochmal eine Zusammenfassung von allem. Und hier gehen wir jetzt, wie gesagt, ins Detail und schauen uns den Story-Modus an. Diesen neuen Story-Modus könnt ihr so ein bisschen vergleichen mit dem Quickshot-Modus, den ihr von Drohnen her kennt. Wenn ihr schon eine DJI-Drohne habt, der eine oder andere von euch besitzt da vielleicht eine, dort gibt es diesen Quickshot-Modus und der ist zum Beispiel dafür da, dass die Drohne automatisch ein cooles Szenario abfliegt, zum Beispiel von euch wegfliegt oder um euch rumdreht und ihr dann wirklich auf Knopfdruck einen richtig coolen Schwenk habt oder eine kurze Sequenz habt, ohne selber fliegen zu müssen. Und das Ganze versucht die DJI Mimo App hier für den mega kleinen Handheld-Gimbal, für den DJI Osmo Pocket eben auch umzusetzen. Das heißt, ihr wählt erst ein Template aus, da gibt es verschiedene mit verschiedenen Musikstücken hinterlegt und auch verschiedene Arten von Kameraschwenks. Da wählt ihr eins aus, was gerade zu eurem Szenario passt, was ihr eben filmen wollt, und dann drückt ihr nur auf den Knopf. Die App, die DJI Mimo App, mit der der Osmo ja gesteuert wird, die zeigt euch dann an, wie viele Slots dieses Template enthält. Ihr könnt euch auch da die Musik schon mal im Vorab anhören. Ihr seht im Hintergrund auch, wie das Ganze an einem Beispielvideo später aussehen wird. Und dann müsst ihr nur auf den Knopf drücken für diese einzelnen Slots nacheinander, den Gimbal ruhig halten, und er filmt nicht nur das Ganze ab, sondern er macht eben auch die Kameraschwenks, indem eben der Gimbal zum Beispiel ganz weich von links nach rechts über die Landschaft schwenkt oder sich eben dreht oder neigt oder sogar quasi eine Art Schraube macht, also eine Rollbewegung, und dadurch dann nachher ein richtig cooles Video zusammengesetzt wird, was auch genau zur Musik passt und genau auf die Musik getaktet ist. Los geht's! Wir wollen jetzt hier mal eine kleine Produktvorstellung quasi abfilmen und dazu den Story-Modus benutzen. Ihr könnt den Story-Modus aktivieren, indem ihr hier unten den kleinen Shortcut im Bild mit dem S drauf nehmt oder hier an der Seite die Fotoaufnahmemodi durchscrollt, bis ihr im Story-Modus seid. Dann seht ihr auch schon die Templates, die möglich sind, die euch vorgeschlagen werden und die über die Zeit sicherlich auch noch erweitert werden. Und weil wir jetzt hier mal probeweise eine kleine Produktvorstellung quasi abfilmen wollen, nehme ich hier mal diesen zweiten dynamischen Modus. Da seht ihr auch die Vorschau und auch die jeweilige Musik, die später hinterlegt werden wird, und drücke da mal auf Start. So, und dann müssen wir nur noch die Kamera ausrichten. Ich habe euch hier mal die kleine Tello ins Bild manövriert. Als erstes Objekt. Wir sehen, dass wir hier 4 Zeitslots haben, aus denen nachher der fertige Clip bestehen wird. Der erste ist 1,4 Sekunden lang. Ich tippe die Tello auch nochmal an, dass sie fokussiert wird, und drücke auf Start. Es wird dann die Musik abgespielt, die auch für diesen kleinen Slot nachher im Hintergrund laufen wird. Ihr habt gesehen, auch der Gimbal bewegt sich genauso, um diesen Schwenkeffekt nachher mit im Bild zu haben. Ich wechsle jetzt mal das Objekt, dass wir da ein paar verschiedene im Bild haben und schöne, wirklich dynamische Aufnahmen bekommen. Ich muss den Gimbal jetzt wieder aufs Objekt ausrichten, dass wir den hier schön im Bild haben. Ihr seht auch, wenn die Neigung nicht stimmt, also zu steil ist oder wie auch immer, da wird euch der Start-Button ausgeblendet. Dann könnt ihr nicht starten, weil in dem Winkel dann der Gimbal eben nicht die Wege ausführen kann, die er für diesen Clip braucht. Und wenn ihr aber im richtigen Winkel seid, dann ist er wieder aktiviert. Der zweite Slot wird 1,9 Sekunden lang sein. Ich drücke auf Start. Die Musik wird abgespielt, der Schwenk wird gemacht und wir sind beim dritten Slot. Dafür stelle ich euch nochmal die Mavic Air ins Bild. Der Gimbal wird wieder ausgerichtet, indem ich hier manuell den Gimbal ein bisschen nach unten drücke. 2,2 Sekunden, weiter geht's.
dritte Slot ist durchgeführt und wir kommen zum letzten Slot. Dafür setzen wir hier nochmal die Mavic 2 Pro ins Bild. Da haben wir sie. Schön im Mittelpunkt. Nochmal hier fokussieren. 4,5 Sekunden wird der Clip jetzt lang sein. Wir starten. Der Clip läuft noch. Ihr seht auch die Restlaufzeit. Und die Aufnahme ist beendet und ihr seht sofort das Ergebnis, wie das Ganze nachher später aussehen wird. Mit Musik und fertig geschnitten. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr unten drunter auf Speichern klicken. Dann wird das Ganze auf dem Smartphone verarbeitet. Die ganzen Aufnahmen sind übrigens auch nicht auf der Speicherkarte, sondern auf dem Smartphone abgespeichert. Da habt ihr die 4 einzelnen Clip und als letzten 5. Clip dann den zusammengeschnittenen mit Musik dahinter. Also nur den letzten anschauen, wenn ihr das finale Ergebnis sehen wollt. Das Ganze ist wie gesagt auch ideal für Landschafts- oder Architekturaufnahmen im Urlaub. Dafür kann man dann hier die etwas ruhigeren Templates wählen. Wir drücken auf Start. Es wird hier jetzt beispielsweise ein weicher Slide durch die Landschaft gemacht. Dann haben wir nochmal einen weiteren, leicht versetzten Slide. Dazu könnt ihr natürlich andere eigene Hintergründe nehmen. Eurer Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Jetzt sehen wir hier nochmal einen anderen Effekt, in dem hier dann nach oben geslidet wird, bis senkrecht in den Himmel. Und als 4. Slot wird dann oben nochmal gedreht in den Wolken sozusagen, dass wir hier auch einen ganz speziellen Effekt bekommen. Und das Ganze wird auch nochmal mit einem Filter überblendet, der hier vorgegeben ist. Man hat da wenig Einflussmöglichkeiten, das heißt, man muss die Templates wirklich so nehmen, wie sie hier vorgegeben sind und erhält darüber ziemlich schöne, schnell gemachte Aufnahmen, die man direkt verwenden und direkt teilen kann. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Wir zeigen euch jetzt nochmal ein, zwei andere Beispiele, wie das Ganze mit anderen Templates und vor allem mit anderen Objekten aussehen kann. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Ihr könnt den Story-Modus übrigens auch im Selfie-Modus benutzen, indem ihr die Kamera eben auf euch selber schwenkt, also sprich das kleine Symbol drückt, wo ihr die Kamera in den Selfie-Modus bringt, dann in den Story-Modus wechselt und dort dann ebenfalls das Template auswählt und eine coole Aufnahme von euch selber macht. Wichtig ist zu verstehen, das Ganze passiert dann eben auch in der DJI Mimo App, die auf dem Smartphone läuft. Das heißt, diesen Modus könnt ihr nicht aktivieren oder nicht nutzen, wenn ihr nur den Gimbal alleine habt. Der funktioniert ja auch alleine, wie wir es euch im anderen Video vorgestellt haben, weil er ja ein kleines Display hat und eine Speicherkarte drin. Aber dieser Story-Modus funktioniert nur mit dem Smartphone zusammen, wenn ihr eben beides verbunden habt. Die Videos werden dann übrigens auch nur auf dem Smartphone abgespeichert. Ihr müsst keine Speicherkarte zwingend für diesen Modus im Gimbal drin haben. Und es wird dann eben auch auf dem Smartphone verarbeitet. Das heißt, das Zusammenschneiden und Zusammensetzen der Videos und die Musikuntermalung, das wird alles auf dem Handy nachher errechnet und dann auch auf dem Smartphone abgespeichert. Damit kommen wir auch zu einem kleinen Nachteil des Story-Modus, dadurch, dass eben alles auf dem Smartphone passiert, also sowohl die Videobearbeitung als auch die Filter, die die eigenen einzelnen Templates noch bieten und die über die Videos drüber gelegt werden, als auch die Musikuntermalung, ist das Ganze natürlich sehr rechenintensiv. Das Ganze muss, wie gesagt, erst übertragen werden. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum diese Story-Mode-Videos nachher nur in Full HD zur Verfügung stehen. Das heißt, der DJI Osmo Pocket ist ja in der Lage, 4K aufzunehmen, sogar 4K in
60 FPS. Diese Auflösung steht allerdings für die Story-Mode-Videos nicht zur Verfügung, sondern in Anführungsstrichen nur Full HD. Full HD reicht ja alle Male für die typischen Zwecke, für die diese Videos gedacht sind, nämlich um das Ganze mal schnell auf Facebook, auf Instagram oder YouTube zu teilen. Und dort ist Full HD als Video ja normalerweise mehr als ausreichend. Das sei der Vollständigkeit halber eben nur erwähnt. Wie gesagt, die Videos, das Ergebnis nachher ein Full HD Video anstatt ein 4K Video. Dann habt ihr hier in der Mimo-App auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu teilen, also zu posten. Das Ganze würde dann erstmal auf Skypixel gepostet. Das ist ja die DJI eigene Sharing-Plattform für DJI Luftaufnahmen und Gimbal-Aufnahmen. Von da aus kann es dann nochmal weiter geteilt werden auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Wenn ihr das Ganze nicht über Skypixel machen wollt, dann müsst ihr hier erstmal abbrechen und das Ganze dann eben direkt auf den Social Media Plattformen Facebook und Co. hochladen. Zusammenfassend gesagt gibt der Story-Modus euch ein richtig cooles Instrument an die Hand, um schnell mal vom Urlaub, von coolen Sehenswürdigkeiten oder von wo auch immer oder einfach nur von euch zusammen mit euren Freunden mal richtig coole kleine Videoclips zusammenzuschneiden mit Musik, mit allem drum und dran. Das ist zum Beispiel besonders für Anfänger interessant, die keine Lust haben, die Videos danach noch aufwendig selber nachzubearbeiten am PC. Oder auch für diejenigen, die sagen, ich habe hier mal kurze Clips, ich würde mich nachher eh nicht drum kümmern. Ich könnte es zwar, aber ich lasse es einfach mal die App machen, habe einen coolen Shot und hau den dann einfach mal auf Facebook rein. Also unterm Strich eine wirklich coole Geschichte, die vielleicht nicht für jeden interessant ist. Sie hat definitiv den Nachteil, ihr könnt da nicht viel anpassen, sondern ihr müsst diese Templates eben nehmen, so wie sie sind, obwohl es eben dieses Custom-Template schon gibt, was aktuell bei uns nur noch nicht aktiviert ist. Das heißt, da wird es dann vielleicht auch mehr Individualisierungsmöglichkeiten geben, vielleicht in Bezug auf Musik, vielleicht in Bezug auf der möglichen Effekte. Da lassen wir uns noch mal überraschen. Unterm Strich gesagt aber, wie gesagt, eine richtig coole Möglichkeit, um Videos zu schneiden und zu benutzen. Der Osmo Pocket in Summe ein super klasse kleines Gerät, von dem ich echt richtig begeistert bin. Ich verlinke euch hier oben auch nochmal unser großes Testvideo, wie gesagt, was ich am Anfang schon mal angesprochen hatte. Da bekommt ihr nochmal alle Details, da seht ihr nochmal, was es für Zubehör gibt mit Unterwassergehäusen, mit externen Mikrofonanschluss, mit Wireless-Erweiterungsmodul. Da seht ihr auch nochmal die ganzen anderen Modi, die es gibt, nämlich Hyperlapse-Geschichten, Zeitraffer-Geschichten, Videos, Fotos, Panorama-Aufnahmen und so weiter. Hier in dem Video haben wir uns, wie gesagt, nur mit dem Story-Modus beschäftigt. Den haben wir euch jetzt vorgeführt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr dafür natürlich gern ein Like hinterlasst. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr auch für zukünftige Neuerungen wieder auf dem Laufenden. Am Ende nach dem Abspann verlinke ich euch auch nochmal das komplette Osmo-Video und auch unseren Testbericht, den wir auf drohnen.de für euch veröffentlicht haben. Und dann bleibt wie immer nur zu sagen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder beim nächsten Mal sehen.